Hier in Bolivien sind in einem Monat Wahlen. Das bedeutet absolutes Chaos. Es gibt politische Unruhen, sogar Straßensperrungen. Wir stecken mittendrin und sind nicht mehr frei in unseren Entscheidungen. Und es gab tote Polizisten. Kilometerlange Schlangen an den Tankstellen und trotzdem kein Treibstoff. Und dann passiert auch noch das. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, viel Öl ausgelaufen. Wir befinden uns immer noch an dem Ort, an dem unsere kleine Wilma gestorben ist. Es wird Zeit für uns weiterzuziehen, auch wenn es uns schwerfällt. Der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein. Im Land sind politische Unruhen und viele Straßen sind durch die Proteste blockiert und dadurch unpassierbar. Bevor es losgeht, hat Björn aber noch eine Überraschung für mich. Ja, leider lässt sich Alessandra so lange Zeit, dass die Kerzen runtergebrannt sind, bevor sie da ist. Wie schade. ¿Por qué me lloras como esto? Oh, qué dulce. Qué dulce, Chatzino. Un minuto más y no hay más velas. Okay, vado. Vado entonces. Ja. Ah, danke. Todos una vez. El coco se va. Dos, tres, cuatro. Cuatro veces. Am Abend gehen wir in ein Restaurant und probieren etwas sehr Exotisches. Und was gibt's heute? Cola de lagarto. Und was ist Cola de Lagarto? Es la parte aquí encima, dijo el señor, no porque la cola porque esto no se come. Es hueso del lagarto. Del Lizard. Also, dann sag ich's auch nochmal. Das ist Eidechsenschwanz. Das ist aber nicht der Schwanz, sondern wie sie sagt, hinten das Rippenteil. Es gibt also heute Eidechsenschwanz. Suppe mit Erdnüssen, also Sopa con Mani. Ja, sieht sehr geil aus, da freuen wir uns drauf. Und das hier ist Eidechse. Und zwar nicht irgendeine Eidechse, sondern. Gracias. Ja, muchas gracias. Sondern ein Riesending. Also das hat richtig so ein Rücken, dann kommt das Vieh. Also das sind schon 40, 50 Zentimeter. Ja? Und da isst man halt den Rücken. Ich bin gespannt. So, jetzt passt auf. Eidechse. Eidechse. Hart im Biss. Bisschen trocken. Aber gut, kann man essen. Scharfe Soße gibt es auch. Also, ab jetzt Eidechse steht mit auf dem Speiseplan. Bueno, el sabor de mani muy suave y bastante aceite, digamos, fatty. Pero Ja, ihr Lieben, es geht endlich wieder los. Wir waren jetzt 3 Wochen hier. Wir haben hier unsere schwerste Zeit gehabt. Ihr habt es ja verfolgt sicherlich. Aber auch wir müssen weiter. Wir haben ja immer nur eine gewisse Zeit in einem Land. Und Bolivien ist derzeit sehr kompliziert. Also wirklich. Also nicht nur die Benzin- und Dieselprobleme, sondern auch gleichzeitig noch politische Unruhen. Es sind Polizisten gestorben, es gibt Straßensperren. Wir haben von anderen Touristen gehört, die angehalten worden sind, die Reifen zerstochen worden sind. Alles Stress. Und wir wollen jetzt, und das ist ja das Allerverrückteste, von Santa Cruz de la Sierra in die Berge nach Sucre fahren, weil uns eben noch schöne Sachen hier fehlen, die wir unbedingt noch sehen wollen. So, und jetzt haltet euch mal fest, ich bin wirklich kein Freund von Deutschlandfahren. Ja? Also mir ist es eigentlich egal, ob jemand eine hat oder nicht hat, aber ich hatte noch nie eine. Und der Grund, warum wir heute diese selbstgebastelte Deutschlandfahne haben, ist Straßensperren. Also unser Auto sieht aus wie ein Militärfahrzeug. Also ihr kennt ja Hermann, der ist halt nun mal auch ein altes Militärfahrzeug. Und da die Stimmung total aufgeheizt ist und die sich hier gegenseitig die Köpfe einschlagen, halten wir das für ganz sinnvoll, dass man uns für Deutsche hält. Jetzt habe ich schon überlegt, ob wir noch irgendwie Alemannia vorne raufschreiben in das Grüne mit Weiß, was man wieder abwischen kann, sodass man halt einfach sieht, Deutsche. Gut, aber egal, wir versuchen da jetzt durchzukommen. Alessandra kauft sich ein bisschen Essen ein, dass wir auch mal so für 2 Tage in so einer Blockade sitzen bleiben können. Und dann geht es von hier aus, das sind nur 100 Kilometer, aber 3 Stunden Fahrt nach Samaipata, da fangen die Anden wieder an. Und von dort aus geht es dann langsam hoch Richtung Sucre.
Dass es in Bolivien an jeder Ecke Coca-Blätter zu kaufen gibt, daran haben wir uns gewöhnt. Auch ist bekannt, dass Bolivien einer der größten Kokainproduzenten ist. Am Straßenrand fällt uns ein Geschäft auf, das Polvo Mágico verkauft. Das bedeutet magisches Pulver. Wir sind geschockt und wollen wissen, was das ist. ¿Qué es este polvo mágico? Ich habe schon gedacht, die verkaufen hier magisches Pulver. Ich habe mich schon gewundert, und auch noch mit dem Schild am Laden. Nee, es ist ganz normales Machucado. Ach so, okay. Hier, Machucado ist nichts Illegales. Es sind nur Coca-Blätter mit Geschmack. So, jetzt sind wir auch gleich da. Das waren echt nur 100 Kilometer, aber 3 Stunden, ne? Also super viele Kurven, total viel Verkehr. Am Anfang und jetzt geht's eigentlich, aber es ist so schön hier, das ist echt, das ist total grün. Also unglaublich toll. Und Samaipata ist ein Hippie-Ort, also oder nicht ein Hippie-Ort, aber da haben sich viele Hippies niedergelassen. Weil das ist echt ein Paradies hier. So unglaublich. 1600 Meter hoch und ja, grün ohne Ende, also wirklich urwaldmäßig. Ja, kaum zu glauben. Das haben wir noch nie in Bolivien gehabt. Wir sind gerade hier in Samaipata angekommen und hier ist eine Tankstelle IPBF, also eine staatliche. IPFB, also ihr kriegt es ja nicht. Und jetzt sehen wir, hier ist eine Schlange nur von 4 Autos, die Diesel tanken wollen. 4, unglaublich. Wir haben es gleich angestellt und jetzt kriegen wir hier wahrscheinlich gleich wieder Diesel. Und das bedeutet, wir haben bis Sucre wirklich keine Probleme mehr. Ja, geil, super fett. Die Reservetanks sind ja auch noch voll. Auf 40 Liter können wir reinmachen. Man muss jede Chance mitnehmen. Viele sagen, ja, dann fahrt halt bis zum Ende. Nee, erst recht nicht. Das ist das Blödeste, was du in Bolivien machen kannst. Nimm jede Chance mit. Wenn du die Chance hast zu tanken und nicht eine Nacht warten musst, dann nimm die mit. Samaipata ist ein kleiner, ruhiger Ort am Fuß der Anden. Viele Kreative und Künstler leben hier und verkaufen ihr Handwerk auf der Straße. Es fühlt sich gut an, hier durch die Straßen zu schlendern. Samaipata, geiler Ort. Also wirklich richtig, also ein richtiger Hippie-Ort ist das. Also so lauter bunte Farben, viele Tücher, kleine geile Restaurants, viele kleine geile Cafés. Und wir probieren jetzt den Smashed Burger. Wisst ihr, was Smashed Burger ist? Man nimmt die Fleischscheibe, zerdrückt die, wenn die in der Pfanne ist, dann wird die ganz flach und dann kommt der Käse oben drüber. Eigentlich total geil, weil es im Mund sich besser isst. Und da bin ich echt drauf gespannt, wie der ist. Ich esse also einen Cowboy mit Jalapenos und Speck. Ich esse algo que tu orejas no pueden oír, un Veggie Burger. Veggie Burger. Ja, wir sind der Reisekanal, der den ganzen Vegetarismus ablehnt und jetzt kommt sie hier mit Veggie Burger. Meine Güte, wir sind der einzige non-woke Reisekanal und jetzt kommst du so. Diese Bar ist wie ein Kunstatelier. Viele Dinge, die wir hier entdecken, kann man kaufen. In jeder Ecke finden wir etwas Neues. So smashed, aber ist gut. So smashed. Pan de papas, no? Oder? Richtig lecker. Ja, heute ist ja ein Scheißwetter. Guten Morgen. Also, wir trinken ja jeden Morgen Zitronensaft. Was glaubt ihr, was das ist? Also wenn man das im Laden sieht, kauft man das nicht als Zitrone. Wenn man dran riecht, denkt man, riecht ja komisch. Und das sind Zitronen. Ja, das sind einfach Zitronen von hier. Die sehen aus wie Orangen, sind aber Zitronen. Und sind auch richtig schweinesauer. Und wir trinken den Zitronensaft morgens wegen dem Säurehaushalt. Und zwar, wenn man morgens gleich auf nüchternen Magen Zitronensaft mit Wasser trinkt, dann produziert der Körper weniger Säure, weil die Zitronen sozusagen dem Körper Magensäure vorgaukeln
und der Körper dann eben weniger Säure produziert. So, und das ist total praktisch, weil ich hätte sonst immer, oder wir beide haben sonst immer Sodbrennen gehabt oder ein Problem mit der Magensäure. Und seitdem wir das machen, haben wir das nicht mehr. Ihr könnt es mal ausprobieren, morgens auf nüchternen Magen als erstes Zitronensaft pressen, einen halben Liter Wasser drauf, austrinken und danach erst frühstücken. Wirkt Wunder. Auch innen drin Orange, aber wenn man dran leckt, ist es so unglaublich, unendlich sauer. Ja, mir ist jetzt erst das Wort eingefallen. Alkalisch. Also Zitronen sind alkalisch und deswegen hat man danach weniger Säure im Körper und das wirkt übrigens gegen alles. Also habe ich weniger Säure, habe ich weniger Arthrose. Da könnt ihr euch ja mal einlesen. Also wer Arthrose hat, der hat immer viel Magensäure, weil eben viel Mineralien abgezogen werden. Deswegen müssen viele Leute, die Arthrose nehmen, ja auch Magensäureblocker nehmen, was aber wieder kontraproduktiv ist. Also Zitronensaft. Wir nehmen gar nichts mehr. Wir haben den ganzen Kram hinter uns. Unter anderem wegen Zitronensaft. Und wenn man denn immer noch abends Magensäure hat, weil man so viel Blödsinn am Tag gegessen hat, liegt ja mal an dem, was man isst, kann man ja auch noch Bicarbonat ins Wasser tun und sich dann wieder neutralisieren. Es ist hier in Bolivien nicht nur die politische Situation, die unsere Entscheidungen bestimmt. Nein, zusätzlich ist es auch noch das Wetter. Es regnet nämlich selbst jetzt noch, obwohl hier Trockenzeit ist. Deshalb können wir nicht in den Regenwald fahren. Die Erdstraßen sind derzeit unpassierbar. Es bleibt uns also gar nichts anderes übrig, als den Weg durch die Berge zu nehmen. Sucre liegt ja auf 2700 Meter und das ist so eine Kältewelle hier in Bolivien reingeschwappt. Da ist von einem Tag auf den anderen 10 Grad kälter geworden und dementsprechend halt auch viele Wolken. Und wir fahren jetzt von 1200 eben auf 2700 Meter und wir tauchen jetzt gleich in die Wolken ein. Also gleich ist nichts mehr mit gucken. Jetzt gerade geht's noch, aber schon da vorne sieht man, dass das geht jetzt auch noch weiter nach oben. Ich denke, wir sind hier gleich voll in der Suppe. Jetzt sind wir raus aus dem Urwald, ein bisschen höher und auch keine Wolken mehr. Ist total schön. Dann haben wir so ein ausgetrocknetes Flussbett hier gefunden. Man konnte auch runterfahren. Richtig cool. Kann Mali mal ein bisschen laufen. Muss ja auch noch sein. Und wir kommen jetzt in die Zone rein, die noch bis vor, kannst sagen, also 3 Tagen war alles blockiert. Es gibt hier so eine Webseite. Da kann man gucken, wo Straßenblockaden sind, wo man durchkommt, wo man nicht durchkommt. Und bis vor 3 Tagen war da eben alles blockiert und jetzt ist wieder offen. Das heißt, wir versuchen das jetzt und deswegen haben wir auch unsere Fahne vorne drin, wenn jetzt wieder so eine Straßenblockade kommt, dass die uns bloß nicht für ein Militärfahrzeug halten. Und wir haben auch das Nummernschild BUS und USA. Also US ist hier, naja, gerade bei den Indigenen überhaupt nicht beliebt. Also die sehen die USA als Erzfeind. Und das heißt, dass wir natürlich mit unserem Kennzeichen so ein bisschen Militärfahrzeug gefährdet sind. Und deswegen die Deutschlandfahne drin. Man kann die auch gut sehen von vorne. Und wir hoffen, dass wir damit durchkommen. Wir müssen jetzt hier auch gleich wieder weg, weil ich werde hier gerade völlig zerstochen. Hier gibt es so kleine schwarze Dinger. Ey, Baby! Vamos a escapar, no? Oh, me atacan totalmente a todo mi cuerpo. Die sind mini. Achtung, hier guckt mal, das kleine Ding da. Seht ihr das auf meinem Arm? Das piekt total doll und das macht richtig krasse Stich. Aua! Schwein. Ja, auf jeden Fall kannst du dich hier nicht lange aufhalten. Und wir hoffen, dass wir hier rauskommen, weil wir sind natürlich wieder mal durch den Sand gefahren. Das wird jetzt wieder mal eine Action. Also egal. So, ihr wisst Bescheid. Auf geht's für uns in die Gegend der Ureinwohner. Und ja. Und immer weiter Richtung Sucre. Diese kleinen schwarzen Mistviecher sind unglaublich. Wir waren nur 5 Minuten draußen und jeder von uns hat mehr als 20 Stiche.
4 Stunden Fahrt heute bisher. Schon ordentlich. Und die Strecke war nicht mal weit. Und die hat sich eigentlich ganz gut gefahren. Es sollte eigentlich Schotterpiste sein, aber in den Jahren haben die das scheinbar irgendwie in Ordnung gebracht. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind in Aikile, ne? Aikile heißt der Ort. Und jetzt endlich was zu essen. Wir sind ausnahmsweise mal zu einer Zeit hier, wo es auch was zu essen gibt. Weil wenn man um 15, 16 Uhr auf den Markt geht, dann gibt es ja nichts mehr. Und jetzt ist 12:20 Uhr, das passt. Ja, und Alessandra rennt jetzt los und holt uns was Leckeres. Ne? Du holst uns was Leckeres? Ja, was richtig Gutes. Momento más esperado del día. Oh, ich habe so einen Hunger, echt. Hol mir was zu futtern. Ciao, Baby. Ja, ich warte hier im Schatten mit Mali. Und wir wundern uns, ja, hier in Bergen ist viel wärmer als unten. In Santa Cruz, wo wir dachten, in die Wärme zu fahren, da ist viel, viel kälter. Also hier ist halt nachts kälter, aber dafür tagsüber wärmer. So, voll schön. Und diese Dörfer sind so urtümlich, das ist so unglaublich. Also, So, jetzt ciao, gibt's ciao. was Leckeres zu futtern. Bis gleich. Gleich. Recto y a la derecha. Ciao. Upsala. Wow. Asado en olla. Genau, hier, also gegrilltes im Topf heißt es. Also Fleisch sozusagen, Nudeln, Kartoffeln, Reis, wie immer. Es gibt immer Nudeln, Kartoffeln und Reis. Und das hier soll Seiche sein. Seiche. Aber es ist mit Hackfleisch. Also Seiche ist eigentlich nicht mit Hack. Fleisch riecht aber auch richtig lecker. Su manera de hacerlo aquí en esta zona. Also sieht richtig gut aus. Und dazu gibt es immer scharfe Soße. Und scharfe Soße besteht hier aus frischen Tomaten, frischen Chilischoten. Dann wird es durch einen Mixer gejagt. Und dann hat man so eine kalte, scharfe Soße. Die riecht auch nach Tomatensauce mit Petersilie. Und das machst du oben drüber und dann ist es richtig lecker. Also uns schmeckt es total gut. Und was hast du bezahlt? 30 total. Also 2 Euro für alles zusammen. Ja, da haben wir wieder mal einen echt coolen Ort gefunden. Also kannst du nichts sagen. Ist neben einem Fluss. Nebendran ist ein Flussbett, aber hier ist trocken. Also hier ist auch trocken, selbst wenn es regnet. Und wir sind halt so weit weg von der Straße, dass du die gar nicht siehst, auch fast nicht hörst. Also nur wenn so ein LKW vorbeikommt, hört man ein bisschen was. Und das ist echt super cool. Schön warm. Es ist viel wärmer hier, als es im Torongo war oder im Urwald. Ja gut, ich meine, in der Wüste ist halt trockener, da scheint halt auch mehr die Sonne. Ja. Und ich könnte euch das nicht vorstellen. Wir haben hier diese kleinen schwarzen Viecher, die ich vorhin gefilmt habe. Die sind auch hier unterm Baum. Und die greifen dich innerhalb von Sekunden an. Also wenn du dich da hinsetzt oder nur durchläufst, merkst du auf einmal, wie überall piekt es. Und am Anfang juckt es ja nicht, sondern es piekt nur kurz. Denkst du, was ist denn das? Und dann juckt es am ganzen Körper. Also ich habe definitiv überall richtig dicke Flatschen. 7 am einen Arm, mehr als 7 am anderen Arm. Also ordentlich. Alessandra ist auch komplett zerstochen. Die sind echt mies, die Viecher, weil diese Stiche bleiben lange. Das ist nicht wie bei einer Mücke. Da kratzt er einmal, dann fängt es an, sich zu entzünden. Die sind echt fiese Dinger. Also heute mit Repellente einsprühen. Und Mali kann gar nicht richtig laufen, weil es sind überall solche, wie heißt denn das, solche Pika-Pflanzen, solche Kakteen. Und die mag das nicht. Und dann ist die immer ganz cool, dann läuft die auch einfach nicht. Also die haut sich dann unter das Auto und jetzt liegt die da unten und ist da glücklich. Mai Mali! Na, alles gut? Na, meine Süße. Ich hab dich so doll lieb, mein kleiner Nutzi. Bist ein Feiner. Tapirschwein. Guten Morgen. Guten Morgen. So, es geht weiter Richtung Sucre. Und die Straße, die wir jetzt fahren, exakt die Straße,
war bis vor, jetzt sage ich es schon, und jetzt ist die Straße hier schon halb blockiert, aber nicht von irgendwelchen Indigenen, sondern von Ziegen. Nee, die Straße hier war bis vor, also exakt diese Straße, war bis vor 3 Tagen halt, Manometer, so, war bis vor 3 Tagen blockiert. Und zwar, weil die Indigenen fordern, dass ihr kennt vielleicht den Namen Evo Morales, das ist der Präsident der indigenen Bevölkerung, der erste indigene Präsident weltweit übrigens. Ja. Und der hat jetzt insgesamt 3-mal regiert. Man darf aber in Bolivien nur 2-mal regieren. Also der hat schon einmal mehr sozusagen regiert, als er darf. Und die Indigenen, die wollen aber, dass er jetzt ein 4. Mal regiert. So, das ist der Punkt, warum die hier demonstrieren und warum die Straßen blockieren. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, dass Evo Morales am Anfang für die Indigenen was getan hat und am Ende aber also scheinbar irgendwie eher mit den Kartellen zusammenarbeitet. Also im Endeffekt, das tut dem Land nicht gut. Ja? Und die Indigenen sind hier total gewalttätig. Die haben 5 Polizisten getötet. Ja? Die gehen hier richtig ab, ja? Damit der eben ein 4. Mal rankommen kann, was aber eben rechtlich nicht möglich ist. Die sind auf der falschen Seite, keine Chance. Ja? Und dementsprechend gibt es hier diese politischen Unruhen. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht sehen wir ja noch was von der Blockade. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir durchkommen bis Sucre. Wir sind gleich in Sucre, wir haben es gleich geschafft, man sieht die Stadt schon am Horizont und mit Bäumen ist jetzt auch schon wieder vorbei. 2700 Meter ist die hoch, ne? Ja, ich glaube so. Ich glaube auch. Boah, die Straßen werden nicht besser. So. Und wir haben bisher keine Straßensperre gehabt, also es sieht so aus, als ob wir durchkommen. Und wir haben auch einen Campingplatz oder so einen Stellplatz. Campingplatz kann man das nicht nennen, das ist halt eine Wiese, ein Hinterhof. Aber direkt in der Innenstadt, also wirklich 5 Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Das ist natürlich geil, da können wir ein bisschen die Stadt erkunden. Und die sieht man jetzt echt schon am Horizont. Echt, da ist Sucre. Da. Auch hier ist die Situation mit dem Diesel sehr schlecht. Es gibt kilometerlange Schlangen an den Tankstellen. Ein Chaos, impressionante, also unglaublich. Und dann hat auch noch die Schule gerade aufgehört, also hier ist eine halbe Völkerwanderung. Also immer wenn wir gerade in eine Stadt reinkommen, ist Schulende und das bedeutet Völkerwanderung. Und da musst du erst mal gucken, dass du hier durchfährst, ohne einen umzufallen. Da habe ich gerade einen fast im Spiegel erwischt. Unglaublich. Und wir sind mitten in der Altstadt von Sucre, also das ist schon ordentlich Bewegung hier. Oh, eieiei. Boah, das war ein Fight durch die Stadt. Total krass. Also unglaublich. Total enge Straßen, viel Verkehr und schön unübersichtlich. Aber wir sind mitten in der Stadt, haben hier einen kleinen, das ist wirklich ein kleiner grüner Platz, aber ist ja kein anderer da. Wir haben das Ding für uns, also passt es. 12 € am Tag, 2 Leute und ein Hund, warme Dusche, was will man mehr. Und wir sind wirklich direkt in der Stadt. Also von hier ist es fußläufig die Altstadt, 200 Meter, also perfekt. Das Auto können wir hier stehen lassen, wir sind unterm Baum, guckt euch das mal an, also da ist Schatten und das heißt, wir können Mali auch im Auto lassen und müssen die nicht jedes Mal mitnehmen, weil da hat die auch gar keine Lust drauf. So. Und insofern haben wir echt einen coolen Platz. Gibt Internet, sogar eine kleine Werkstatt hier. Vielleicht kann ich ja gleich mal gucken. Jetzt steht das Auto auch ganz gut, um da runter zu kriechen, wegen dem Getriebe. Ja, wir haben hier so ein ganz bisschen Öl, was aus dem Getriebe rauskommt und das würde jetzt gerade perfekt passen, da mal ein bisschen was nachzufüllen. Also, was will man mehr? Perfekter Ort. Heute machen wir ruhig und morgen gucken wir uns Sucre an. Ja, ihr Lieben, wir wollten ja den Pitstop eigentlich schon längst in Santa Cruz machen, aber durch unseren Verlust mit Wilma
war es noch nicht möglich für mich, mich so aufs Auto zu konzentrieren. Aber wir haben ein paar grundlegende Probleme. Also einfache Sachen sind die Tür, also die Schiebetür. Da haben wir so viel Dreck unten drin durch den ganzen Staub. Da muss man die ganze Schmiere rausholen und den Dreck rausholen und neues Fett reinmachen. Ist ja kein Hexenwerk, das ist ja nur einfach. Problematisch ist, oder ein bisschen tricky ist die hintere Bremse, die rechte Seite, die müssen wir machen, weil ich muss jedes Mal, wenn ich bremse, zweimal pumpen, weil der erste Schlag, der reicht nicht aus, um eine Vollbremsung zu machen, weil der Bremszylinder auf der rechten Seite so lang ausfährt, dass der ganze Druck da flöten geht. Wir haben zigmal entlüftet, es ist wirklich keine Luft drin, es ist echt der Bremszylinder, der zu weit ausfährt. Das Ding muss gemacht werden, bevor wir weiterfahren. Wir sind ja hier in Bergen, wir sind in Anden, so kann man nicht weiterfahren, das ist gefährlich. Und dann, Achtung, Getriebeschaden. Wir haben seit mittlerweile, lass mich mal, naja, das ist jetzt schon eine ganze Weile. Also wir haben so bestimmt seit einem Monat, anderthalb, merke ich, dass es an der Getriebeausgangsseite links Antriebswelle feucht ist. So, und feucht heißt ja erstmal, da kommt Öl raus. Noch so wenig, dass es nur einen Ölfilm gemacht hat. Jetzt habe ich aber gestern drunter geguckt und wir haben das erste Mal einen Tropfen gehabt. Also sprich, es läuft wirklich ein Tropfen aus der Antriebswelle raus und tropft dann sozusagen ja, auf den Boden. Das ist scheiße, weil wir wissen ja nicht, ich habe dann am nächsten Tag geguckt, da war auch kein Tropfen mehr dran. Das heißt, das verteilt sich dann auch immer wieder. Und dadurch können wir nicht einschätzen, wie viel Öl wir verlieren. Das kann sein, dass wir bisher nur ein Schnapsglas verloren haben. Meine Güte, das ist beim Getriebe nichts. Aber der Getriebeschaden wartet ja, weil das geht ja immer weiter. Und irgendwann ist es wieder so wenig, dass das Hauptlager vom Getriebe nicht mehr eintaucht ins Öl. Und wenn es nicht mehr eintaucht ins Öl, wird es heiß, geht kaputt und dann hat sich das erledigt mit dem Getriebe. So. Oder zumindest mal mit dem Hauptlager. Und da ich nicht schon wieder wie wir in Paraguay festsaßen, ewig in der Werkstatt sein möchte, mache ich das jetzt. Und total tricky, ich habe mit Dominik von der T3 Synchro Schrauberecke gesprochen. Wir stellen das Auto so schräg, dass an der Getriebeausgangsseite kein Öl mehr anliegt und wechseln den Simmering vom Getriebeausgang, ohne das Getriebe abzulassen. Wenn ich das Getriebe ablasse, ist es die Mega-Sauerei. Ich stehe auf einer Wiese, ich muss es ja oben auch wieder reindrücken und das ist echt tricky. Also wenn du dafür nicht das richtige Werkzeug hast, so eine Ölpumpe, dann kriegst du das da oben in dieses kleine blöde Loch nicht mehr rein. So, und deswegen stellen wir das Auto jetzt so schräg, dass eben einfach kein Öl ausläuft. Und dann wechseln wir diesen Ring und dann hoffentlich funktioniert es. So, das ist also die schwierige Operation heute. Ich fange aber mal mit den leichten Sachen an. Während Björn am Auto schraubt, nehme ich den Bus, um zum Veterinäramt zu fahren. Hier möchte ich die Papiere für Mali erneuern. Wir brauchen diese Papiere für den Zoll, damit der Hund ausreisen darf. Leitet, falls es wieder zu Straßensperrungen kommt und können das Land schnell verlassen. Die Busfahrt hier ist ein einzigartiges Erlebnis. Man kann einsteigen, wo man will, und man kann aussteigen, wo man will. Haltestellen gibt es nicht. Man muss einfach laut rufen. Gut, fangen wir mal an mit dem Ding hier an der Tür. Weil das ist wirklich total verdreckt. Man sieht ja hier schon, das ist nur noch Staub, Sand. Hier zerreißt uns schon der Türgummi, weil hier so viel Schmand drin ist. Und guckt euch das mal an, das sind so richtige Kugeln denn. Ja? Also das ist alte Schmiere zusammen mit Sand. Das sind so richtige Kugeln. Und das funktioniert natürlich nicht mehr. Hier sieht man auch, wie sich das richtig einarbeitet. So geht das Auto kaputt. Das heißt, ich hole es jetzt alles raus und natürlich mit einem Plastikspachtel, um das Metall nicht zu zerkratzen und die Lack nicht runterzuholen. Also mit dem Plastikspachtel hole ich raus, reinige das Ding, dann neues Fett rein und dann sollte das wieder funktionieren. Ja, was für eine beschissene Arbeit. Das ist ja echt ekelhaft. Total viel. Also wir haben das seit Jahren nicht gemacht. Unser Fehler. Hundehaare plus Staub plus dieser Schmand hier. Also das hat sich echt zu einem ganz ekligen Zeug entwickelt. Ich muss jetzt auch hier mit ein bisschen Entfetter arbeiten, dass ich das überhaupt gelöst kriege. Jetzt sieht es aber gut aus. Und jetzt kommt hier halt ein richtig schönes, dickes Allzweckfett rein. Da habe ich mir schon ein gutes in Paraguay geholt. Dann machen wir da richtig dick rein, pinseln wir da schön alles ein, dass das nicht rosten kann. Ja, und dann sollte die Tür auch wieder flutschi laufen. So, da haben wir es auch schon. Und zwar antikorrosiv mit Lithium, eine richtig dicke, klebrige Masse. Und die kommt da jetzt unten rein. So, also die Tür ist gemacht. Jetzt gehen wir an das Getriebe dran und ich habe so ein bisschen Bammel. Klar, also ich muss das Auto total schräg stellen. Hier ist der ganze Unterboden ist hier schräg, also muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Da kannst du ja nicht einen Gang drin lassen, weil ich muss ja das Rad auch bewegen. Handbremse kann ich auch nicht anziehen. Das heißt also, wir müssen jetzt wirklich
vorsichtig arbeiten. Ich habe hier zum Glück genug Holzflöcke. Jetzt werde ich gucken, dass ich den hinten halt wenigstens gleich hoch mache wie vorne, weil das ist abschüssig in die Richtung, sonst läuft mir das sowieso alles aus. Und dann werden wir, also ich, den von der Seite aus anheben und den so weit anheben, dass eben hoffentlich kein Getriebeöl ausläuft. 500 Milliliter habe ich noch, selbst wenn was ausläuft, kann ich nachfüllen. So, und dann müssen natürlich die Räder wirklich vorne und hinten komplett gesichert sein auf der Seite hier, damit es in die Richtung nicht abfliegt. So, wünscht mir Glück. Wenn das Video weitergeht, habe ich es geschafft. So, ihr seht ja, der steht jetzt schon richtig schräg und ich habe hinterm Hinterrad, also am Hinterrad gleich noch einen Wagenheber angemacht, damit das Hinterrad hochkommt, weil ich müsste den sonst noch schräger stellen und irgendwann habe ich mal Schiss, dass er mir umkippt und der ist schon schräg genug. Ich habe mit der Wasserwaage geguckt, da dürfte eigentlich kein Öl mehr auslaufen. Und so lasse ich den jetzt kurz stehen, fange an, die Achse abzuschrauben, mache noch eine Sicherung drunter, dass mir das Ding nicht runterkracht, weil der Offroad-Wagenheber, der ist ja dafür bekannt, dass er umfällt. Und dann sollte das funktionieren. Ihr seht es ja schon, das Rad ist frei, ich kann es bewegen. Das ist wichtig, damit ich die alle aufkriege. Und das allererste, was man immer machen muss, ist die Schrauben sauber. Weil guckt mal da ist total viel Dreck drin durch das Offroad-Fahren. Und wenn man den Schraubenschlüssel nicht tief genug reinkriegt, dann reißen die gerne, dann sind die gerne ausgenudelt und kriegst sie gar nicht mehr auf. Nummer 2. Nummer 6. Fertig. So, meine Lieben, so wie ihr sehen könnt, ist da natürlich richtig viel Fett drin und das sieht richtig gut aus, weil es immer noch dickes Fett ist. Das heißt, das Öl ist da nicht rausgelaufen. Beim letzten Mal ist uns das Öl ja hier aus der Kappe rausgelaufen und das ist es jetzt nicht. Das machen wir jetzt erstmal grob sauber, dann alles mit Bremsenreiniger total sauber und dann bauen wir das aus. Ja, jetzt habe ich aber eben gerade gedacht, ich hätte Scheiße gebaut. Schwein gehabt, nicht. Ich brauche eigentlich einen Abzieher, um den Teil hier, diesen Flansch da vom Getriebe abzukriegen. Und dachte schon, ich muss aufgeben. Aber nein, Dominik, wie immer, ist ja, also der ist ja nur völlig irre, dieser Guru. Ich kann ja die Schrauben, die vorher die Achse gehalten haben, gegenüberliegend in den Flansch einschrauben und dann drückt es ihn ja auch raus. Ja, das ist ja wie ein Abzieher. So, das machen wir jetzt und dann kommen wir weiter. Echt geil. Also ihr seht ja, so richtig geklappt hat es nicht. Ist jetzt schon total viel Öl rausgekommen, weil der Ring halt völlig im Arsch ist. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, viel Öl ausgelaufen, aber ich war ja nicht blöde, ich habe es aufgefangen und wir können das halt wieder drin machen. Hätte ich es mal gleich abgelassen und gerade gebaut, naja, egal. Ist halt alles blöd hier mit der Lage, wurscht. Kotzt mich gerade völlig an, aber wir kriegen das irgendwie hin. Jetzt hole ich den Ring da raus, klopp den neuen Ring da rein. Ja, dann bauen wir alles wieder zusammen und dann muss ich das Öl wieder drin machen. Hoffentlich klappt das. Alles wieder zusammengebaut, ich wäre fast verzweifelt, deswegen habe ich auch nicht mehr gefilmt. Jetzt habe ich da Schrauben fest reingemacht, aber nicht das deutsche, sondern das chilenische, das ist nicht so fest, das kann man machen, das ist auch ganz gut, dann fliegen die nicht raus. Haben wir die ganze Zeit drin, das geht gut. Und jetzt schraube ich das Ding wieder zusammen. Endlich! Ätzende Arbeit, wirklich. So, schon wieder total verdreckt. Problem war, ich hatte ja keinen Abzieher. Jetzt musste ich das mit den Schrauben rausdrücken, das war schon mal doof. Denn, naja, war da noch ziemlich viel Öl drin, ist also das ganze Öl ausgelaufen. War relativ schwierig und da es die ganze Zeit gelaufen ist, konnte ich auch nicht weitermachen. So, das heißt, ich muss jetzt aber halt ablaufen lassen in Flaschen rein, dass ich das wieder einfüllen kann. Gut, jetzt habe ich alles wieder drin, hat auch so ganz gut geklappt. Und ich glaube, das Problem waren zwei Sachen. Erstmal der Simmering, der hatte keine kleinen Lamellen, die das Öl mehr zurücktreiben. Da war an einer Seite abgerieben. Das kann schon ein großer Grund sein, warum das dann langsam rausleckt. Und zur anderen Geschichte, ich habe ja über dieser grünen Kappe Dichtungsmasse gehabt. Da haben die ja mir einfach keine neue grüne Kappe eingesetzt. Ich habe ja neue grüne Kappen gehabt. So, jetzt habe ich die drauf, also die das abschließt. Jetzt habe ich die draufgesetzt und hat es auf einmal richtig gemacht, also richtig die ist so richtig reingerutscht. Ja, und jetzt ist das Ding fest. Ja, jetzt hat man auch gleich gesehen, da kommt kein Öl mehr raus. Ich denke, das war's. Hoffen wir mal. Für heute reicht's. Die Bremse mache ich morgen. Wir gehen jetzt heute Abend mal schön Live-Musik hören und einen schönen Cocktail trinken. Ich habe jetzt nämlich keine Lust mehr. Tschüss.
también dulce? No, es un poco agrio. ¿Solo en esta época? Esta época. Después no hay. Yo he visto muchas veces a la calle que han vendido, pero no existe en Europa la fruta, no, nunca he visto. Sí. Pues muchas gracias. ¿Solo una o dos? Una, creo. Una o mañana la próxima. Ah, ya. Uno más grande, más o menos para 1 kilo, yo pienso que va a ser. Pero esto es Wie heißt die? ¿Cómo se llama? Ajipa. Ajipa. Sí. contra la gastrite. Sí. Genau das Gastritis y Richtige, was ich hígado jetzt también. brauche. Para el hígado también. Para es el bueno. hígado es bueno. Ah, perfecto. Toma. Se pela y se come crudo. Exacto, sí, crudo. Vamos a probarlo. Solo esta época también hay esto. Auch in Sucre gibt es einen zentralen Markt, auf dem man Lebensmittel kaufen kann. Wir bringen Mali ein leckeres Stück Fleisch mit. 1 Kilo. 47. Perfecto. Qué bueno, Vero. Uno completo, uno sin lengua, ¿no? Esa 3 kilos, 258. Und was gibt's heute? Chorizo. Scharf. Echte Chorizo. Wenn man die in Europa kauft, hat es ja nichts mit Chorizo zu tun. Das hier ist echte Chorizo. Oh, die riecht unglaublich. Sí, ahí vamos a tomar un buen jugo. Puede hacer con agua, con leche y juntar varias frutas. Ah, qué bueno. Du haces la decisión. Aquí le llamamos aquí. ¿Qué pasa? Son tejidos a mano. Sí, yo hago. Tú haces. Pero mira, mi cabeza es demasiado grande. Se estira. Se estira. Tengo una cabeza enorme grande. No, estira eso. Me dice que tengo la cabeza de toro. La veo como un Ahí culo. tengo. Otro. Otro. Este te va a entrar. Este más chico. Oh, este color no me gusta. El color no. Sí, este. Ella no quiere. No quiere. Ella decide, ella es la jefa. La jefa. Este me dice, me hace este puedo hacer. Ya. Todo. ¿Cuál haces tú? Solo la gorda. Todo. A ver, te voy a mostrar. También le doy clases, soy profesora de telar. Este. ¿Ah, sí? Ajá. Un poco mejor. Pruébalo. Este, entra. Se Entra, estira. entra. Ya, pero Entra mira, acá. se estira enorme. No. Está bien, amigo. El sombrero tiene que ser así siempre. El No sombrero. adentro. ¿Qué dices? El sombrero. No adentro. No, así no. Luego, pero con la caja. Quítate la gafa. Sin gafa mucho mejor. Ja? Sí, ¿no Weißt es? du, wie bien? Wir haben es von unten gesehen, hier gibt es eine Terrasse und die Sonne geht gerade unter, das passt. Und jetzt versuchen wir hier. Ja, das ist echt total hier ins Gemäuer reingeschlagen. Ist ja geil. Es ist la iglesia, parte de la iglesia. Genau, ist Teil von der Kirche hier. Pero es un festival. Sucre wird auch die Weiße Stadt genannt, weil hier fast alle Gebäude weiß sind. Es ist alles sehr ordentlich hier und oftmals sauberer als in Europa. Graffitis sieht man hier fast nie.
Unser Tag endet in einer einzigartigen Bar. Hier bestellen wir 2 Cocktails, die mit absoluter Hingabe am Platz zubereitet werden. Sie sind mit Coca-Likör und mit dem Rauch vom Palo Santo verfeinert. Super lecker! Bueno. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche.